Freunde, Top 10 Louis Vuitton Düfte. Ja, das war nicht einfach für mich, beziehungsweise ist nicht einfach. Ich überlege immer noch. Das heißt, ich werde sie hier ja, von 1 bis 10 platzieren, wahrscheinlich sogar live. Ich überlege immer noch, wenn ich sie hier so stehen sehe. Ich habe nicht alle hier, ich habe meine Lieblinge im Flakon, den Rest habe ich als Probe gehabt. Ich habe sie ja noch im Kopf, einige, 2 habe ich hier als Probe. Und ja, sind auf jeden Fall geile Düfte, geile Flakons. Also die Flakons gefallen mir schon mal vorweg sehr nice. Das habe ich ja schon so oft in meinen Videos erwähnt. Und ja, bevor wir loslegen, aktuell ist online mein Shop jetzt verfügbar. Und ihr habt mich ja gelöchert die ganzen Jahre und so weiter. Und das Feedback, was bis jetzt gekommen ist, freut mich extrem. Also schaut mal bei meinem Shop vorbei und wenn ihr Bock habt, holt euch geilen Merch und wie gesagt, ist unten in der Videobeschreibung verlinkt der Shop. So, dann wollen wir auf jeden Fall mal loslegen. So, der erste Platz 10 war eigentlich nicht so schwierig. Das ist City of Stars, werde ich einblenden, habe ich nicht hier, hatte ich aber als Probe. Und ich habe ihn auch noch im Kopf. Schöne Blutorange, Mandarine, ja, das ist alles schön. Aber es ist eben auch Fakt, dass dieser Duft mich irgendwie nicht so abgeholt hat, nicht so wirklich abgeholt hat. Und das ist eigentlich schade. City of Stars wird ja so, ja, wer schon mal in LA war, weiß, von was ich rede. Santa Monica Beach, Malibu Beach, dann Los Angeles, allgemein Downtown LA. Aber ich finde, er ist ein bisschen für die Stadt der Engel, LA, ein bisschen zu, ja, harmlos oder nicht, hat nicht wirklich so, ja, holt mich nicht wirklich ab. Ist ein schöner Sommerduft, ja, weil in LA ist grundsätzlich warm. Natürlich gibt es auch kalte Tage und so weiter. Und dieses Jahr hat es im Frühling sehr viel geregnet, so viel wie lange nicht in LA. Aber Fakt ist auch, irgendwie fehlt mir da was. Ja, Blutorange, Mandarine hört sich alles schön und gut an und auch frisch und leicht süßlich. Was heißt, ja, frisch, süßlich, aber irgendwie hat es nur für Platz 10, also die ich jetzt kenne, ich kenne ja nicht alle Louis Vuitton Düfte, hat es eben leider nur bis Platz 10 gereicht. Platz 9 ist der Meteor von Louis. Und ja, er ist gar nicht schlecht. Das ist ein frischer, pfeffriger Duft, der auch so ein bisschen abkühlt. Habe ich auch einmal getestet, ist mir aber immerhin im Kopf hängen geblieben. Das darf man nicht vergessen. Er ist gut. Ne, er wäre ja auch, ich habe ihn jetzt in den Top 10. Es gibt ja mehr Düfte, aber leider kenne ich nicht alle. Ich hoffe, dass ich auch nicht einen vergessen habe. Aber also die Kopfnote kickt ein. Und da habe ich mir erst überlegt, den müsste ich haben. Aber dann, nach einer halben Stunde, war ich mir nicht mehr so sicher. So, und das ist so wie bei City of Stars ein bisschen schwierig. Ich weiß es noch nicht, ob das in ferner Zukunft oder ob die in ferner Zukunft in meine Sammlung wandern. Ja, der City of Stars wahrscheinlich eher, weil er zu den anderen Sommerdüften passt. Aber der Meteor ist, ja, es ist schwierig. Es ist ein schöner Duft, aber ist zwar auf oder vor City of Stars. Das Pfeffrige ist sehr viel Pfeffer drin, gefällt mir. Denn die Frische auch und so. Aber auch hier wieder erholt einen in der Kopfnote definitiv, aber dann nicht mehr. Und das ist so ein bisschen schade. Aber vielleicht muss ich ihn auch noch mal testen. Platz 8 ist On the Beach. Yes, On the Beach, den habe ich hier. Das ist ein Neroli-Duft, ein schöner. Wer aber kein Neroli mag, kann da eigentlich gleich wieder vorbeilaufen. So, ist zwar noch Jutsu drin und so weiter, das rundet das ab, aber grundsätzlich ist es ein Neroli-Duft, der nicht so wie 4711 riecht, zwar die DNA hat, aber schön, sag ich mal, eine leichte, coole Süße hat, die aber definitiv am Beach passt. So, und ja, ich habe schon öfters über den gesprochen. Ja, es ist ein Neroli-Duft. Es ist ein schöner Neroli-Duft, ein weicher, sonniger Neroli-Duft. So müsst ihr euch den vorstellen. Mehr muss man eigentlich nicht dazu sagen. Platz 7 ist California Dream. Yes, habe ich auch hier. California Dream mochte ich am Anfang nicht so, aber dann gefiel er mir immer besser. Natürlich ist On the Beach, City of Stars, California Dream irgendwie doch sich ein bisschen ähnlich.
aber hinten raus die Spritzigkeit, das ist ein Mandarinenduft, ne? Also, California Dream ist ein Mandarinenduft, gefällt mir richtig gut, so Mandarinschale auch, deswegen ist er auch vor den anderen geil. Also, gefällt mir, hat Stil und Speed, wie ich mal so schön sage. Also, der wäre der erste Kandidat, der als Flakon als nächstes wahrscheinlich in meiner Louis Vuitton-Sammlung, sage ich mal, einziehen würde, ne? Nicht On the Beach und auch, wie gesagt, City of Stars nicht, aber hier auf jeden Fall California Dream. Das ist geil, das ist wirklich California Dream. Also, wie gesagt, wer schon mal in L.A. war oder Kalifornien, das ist ja Kalifornien, hier geht es nicht um L.A. San Francisco, einer der geilsten Städte. Wer das weiß oder wer das kennt, der kann sich in diesem Duft schon wiedererkennen. Also schon sehr nice. So, Platz 6 ist Cactus Garden. Ja, den gibt es leider nicht mehr. Ich hatte ihn aber mal und der hat mir wirklich gut gefallen. Minze, es ist ein grüner, frischer, minziger Duft mit Mate, Bergamotte und so weiter. Gefällt mir oder hat mir wirklich gefallen. Schade, ich verstehe nicht warum. Wahrscheinlich hat er sich nicht verkauft. Ist ja leider nicht mehr im Sortiment oder vielleicht wird auch wieder was bisschen geändert. Vielleicht musste was geändert werden. Vielleicht kommt er wieder. Es wäre natürlich sehr nice. Schöner Flakon auch. Ich habe ihn eingeblendet. Ja, das ist Platz 6 für mich. Gefällt mir richtig gut oder gefiel mir richtig gut. Allgemein, obwohl ich eigentlich nicht so großer Fan von Minze bin, war der oder ist der doch wirklich gut gemacht. Dann kommen wir zu Platz 5 und das ist Afternoon Swim. So, den habe ich im Flakon. Jetzt kommen meine Lieblinge, weil die habe ich ja vorher schon, ne? Deswegen habe ich sie im Flakon. Afternoon Swim gefällt mir wirklich gut, aber das ist eben, ja, wie soll ich sagen, das ist ein Duft, ein Poolduft, wie ich immer so schön sage. Wenn ihr im Pool Mitternacht schwimmt oder überhaupt im Pool, die Leute, die keinen Bock haben, am Beach zu hängen, hängen am Pool und was ich bis heute nicht verstehen kann, wenn man weit weg fliegt, dass manche immer am Pool hängen, statt am Meer zu gehen. Aber gut, das ist Ansichtssache und Geschmackssache. Aber After Swim ist geil. Da habt ihr wirklich richtig kühle, frische, dann sizilianische Mandarine, glaube ich. Sizilianer gehen natürlich Grüße raus. La Familia nach Sizilien. Orange und, sorry, Mandarine, Orange. So, also sizilianische Mandarine, sehr nice und ja, sehr, das ist geil. Das ist schon sehr, das ist, der kühlt richtig ab, der Duft. Also es ist ja kein schlechter Duft, ne? Es ist bloß nicht auf 1, aber Platz 5 ist ja auch schon mal gut. Platz 4, Pacific Chill. Ja, das ist der neue, letzte und ein süßer, erfrischender Duft. Es ist der Daddelduft, also wer Daddeln mag, ist ja auch gut bedient, der dann noch über die Aprikose kommt. Und das ist geil. Aprikose, Daddeln. So, und eine geile, kühle Frische. Das ist nice. Das muss man erstmal so hinbekommen. Gefällt mir richtig gut, das neue Release. Und solltet ihr auf jeden Fall, wenn ihr ihn noch nicht kennt, testen. Ist auf Platz 4, ist vor Afternoon Swim. Afternoon Swim ist jetzt nichts Schlechtes, ne? Also, wir wollen das jetzt hier nicht, ne? Ist richtig nice und ja, geil. Wow, Pacific Shell. Nice. Platz 3, ja, Imagination. Yes, der Duft für viele der beste Sommerduft aller Zeiten. Habe ich gelesen, jetzt auf Parfumo und ist auch Platz 1 der Männerdüfte. Es ist natürlich auch schon ein Traum, da kann man nichts sagen, ne? Ja, das ist, oh, er ist für den Sommer einfach genial. Bergamotte, Ingwer und dann schön im Background die Teenote. Geil. Aufgebrühter Tee, der ein bisschen kälter wird, süßlicher Tee und absolut nice. Das ist natürlich ein Meisterwerk, was Sommerdüfte angeht. Also, was soll ich dazu sagen? Wow, Imagination, Platz 3. Platz 2, Ombre Nomad. Yes, das Monster. Und wir wollen jetzt hier nicht wieder von der Haltbarkeit sprechen. Ihr kennt meine Meinung dazu. Hier habt ihr richtig 15 Stunden Power und richtig geile Ausstrahlung. Richtig Dampf, Leder, Oud und Himbeere. Riecht nicht wie Tuscan Leather, nein. Aber das muss man mögen. Wer noch keinen Oud-Duft kennt, könnte hier ja leichte Kuhstallnoten riechen am Anfang. Aber wer schon lange im Business ist, sag ich mal. Also wer Oud schon lange gerochen hat und Oud-Düfte hat, nimmt hier eigentlich überhaupt keinen Kuhstall mehr wahr. Und es ist schön, es ist auch mehr Leder, Himbeere, ne, wirklich. Aber anders gemacht als der Tuscan Leather und das gefällt mir eben sehr nice. Und ja, Ombre Nomad ist
auf Platz 2. So, und Platz 1, der Gewinner, Nouveau Monde. Ja, das ist für mich einfach ein geiler Duft. Oh, Patchouli, Kakao, Leder. So riecht der Store und so riechen die Handtaschen von Louis. Das mögen natürlich Frauen besonders gut und der kommt auch gut an und er ist für mich einfach auf Platz 1. Und ich finde nicht, dass er Ähnlichkeiten mit Ombre Nomade wirklich hat. Wenn man dran riecht, könnte man das sagen. Wenn ihr ihn auf der Haut habt, sagt ihr nein. So, das ist einfach so. Und Nouveau Monde ist einfach genial. Also das ist meine Nummer 1. Aktuell von Louis, richtig schön, die Kakaonote kommt richtig gut, auch so ein bisschen immer, also im Background so richtig schön nice, dann das Leder, der ist schon gut. Dann die schwarze Johannisbeer und Safran ist natürlich drin. Also das ist ein Duft, der nicht ganz so stark ausstrahlt wie der Ombre Nomade, aber ein Gentleman ist, also richtig so, ja richtig, ein richtiger Mann, so richtig Gentleman. Nicht hier einer auf, hier bin ich und, ne, ihr nehmt ihn wahr, aber elegant und richtig geiler Duft. Nouveau Monde auf 1. Ja, das war meine Top 10 Louis Louis Düfte und ja, schreibt mal runter, welche Düfte ihr so habt, welche ihr am besten findet. Leider sind ja einige, der gelbe, ich weiß gar nicht, wie der heißt, ich werde ihn mal einblenden, ist auch eingestellt worden, den hätte ich gerne mal gerochen, aber gut, ist eben nicht so. Vielleicht kommen sie irgendwann mal wieder, aber ja, das waren auf jeden Fall meine Top 10 und Nouveau Monde ist die Nummer 1. Aber im Endeffekt sind es schon wirklich, man muss schon sagen, dass Louis wirklich gute Düfte macht. Kann man eigentlich nichts gegen sagen. So Leute, also bis zum nächsten Mal, reinhauen.